Hallo und willkommen zurück zu Folge 54 von If My Heart Had Wings und der ersten Folge auf Kotoris Route. Ja, heute legen wir mit Kotoris Route los. Das heißt, wir dürfen erst einmal durch alle 4 Entscheidungen nochmal durchgehen, um uns unter anderem für sie zu entscheiden, aber eben auch zu sehen, wie auf ihrer Route die Szenen verlaufen. Tatsächlich wird sich bis kurz vorm Ende dann auch sonst nichts ändern, außer eben das, was direkt auf die Entscheidung folgt. Deshalb gehen wir heute mal nur durch, welche Folgen diese Entscheidungen dann direkt haben und legen dann nächstes Mal richtig mit Kotoris Route los. Und hier sind wir wieder. Der große Tag ist gekommen. Ja, let's go. Ahead with Kotori. Let's wait a little longer. Warte, was? I'll just hang out for now. Oh well then, I'm going on ahead. Habe ich mich gerade verklickt? Bin ich dumm? Kotori said with an aloof attitude and really started leaving. I couldn't do anything about that, so I gave Ageha a quick shout before chasing after Kotori. We could wait for her a little, couldn't we? So why didn't you? Are you really that against going with Ageha? I unintentionally asked in an anxious voice. Ich muss sagen, Ageha ist so ein Name, den ich schon in mehreren Anime und Manga gesehen habe und ich finde ihn einfach nicht schön. Ich weiß nicht, er klingt nicht gut. It's not that I'm against it, but I feel kind of nervous. Or should I say awkward? I just can't put up with that atmosphere. I got the feeling that Kotori always had trouble guter Start heute. Figuring out how to act around Ageha. You know, you're the very picture of at home an elephant, abroad a cat. Ich schätze mal, das ist ein japanisches Sprichwort, was sie einfach so übersetzt haben. Also im Englischen zumindest sagt mir das nichts. Stop analyzing me. Yeah. She was putting up a front, but was actually shy. This was probably part of the reason why she didn't fit into the class after coming to the school. Das ist gefühlt jetzt schon Character-Background, den wir sonst im ganzen restlichen Spiel nicht gehabt haben, habe ich das Gefühl. Aber das Background ist einfach nicht da. I guess. Wenn ich jetzt nichts vergesse. If you want to go together with her that much, then why don't you do that? I can go by myself. There's an elevator. That's not what I'm saying. Stop crying. Was? Sie meint? Sprite so, haha, nein. I'm not crying. Really? That's good. Icon, you think I'm a crybaby, don't you? I don't. You're annoying. I made her mad. Kotori stopped moving her wheelchair. Was she tired? Want me put... Alter, Aussprache, gerade. Want me to push you? Kotori shook her head. I really want to get along with her. But I don't know how. And she probably already hates me. Huh? Why do you think that? Because I said such awful things to her. Also, I always have a bad attitude. Damn, self-awareness. If she knows she has a bad attitude, why won't she fix it? Hey, what do you think? She hates me, doesn't she? She wishes... Nicht gut heute. She wishes I just dropped dead, right? No, she doesn't. I declared this for starters. How can you be so sure? I've known her for a long time, so I know that much about her. Is that so? She's so distrustful. Das ist trotzdem wieder ein interessanter Kontrast gerade zu dem, wie sie halt sonst später im Spiel war. Das nochmal so richtig zu sehen. Kotori puts her hand on her chin and started thinking. What should I do to get along with her? Well, for example, wait for her, lol.
Uh-huh. If she tells us to wait a moment before going to the club, then how about actually waiting for her? Nice. But she didn't say that to me. Okay. That's only because I called out to her. Shall we go back to the classroom? No, it's fine. If I went back now, I'd be embarrassed. She really did sound embarrassed as she said this. Then she moved her wheelchair forward. Hält das jetzt einfach davon ab? Sure, I was worried about the delicate situation between the two of them, but there's no need to rush. Things like this take time. Oh, okay. Tut er nicht. Friendship is something that grows slowly. If there's anything I can do to help, then I will. Still can't choose someone. Yeah. Let's go with Kotori. Kotori's. I guess. Kotori twitched in surprise and instantly went bright red. Aren't you glad, Kotori? Aoi-kun had complimented you. Aoi-kun had complimented you. Das klingt einfach nur falsch so. It can't be helped. Kotori is cute after all. Oh, don't give me that indecent look. I mean, you asked for comments on your swimsuit. What sort of a response is that? Wasn't that just harmless praise? Ich meine, er hat ja noch nicht mal gesagt so, ich finde dein... Ich gerade bei dem Versuch, Swimsuit zu übersetzen. Give me a second. Schwimmanzug klingt falsch. Ist das überhaupt? Sagt man das überhaupt? Bikini? I don't know. Ist das die beste Übersetzung hier? I don't know. Now, that's just how Kotori-chan is trying to hide her embarrassment. Ah, yes. Thanks for laying my feelings bare. Kotori, who still had a bright red face, hung her head downwards. La 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 la. Whose turn is it today? Ja, ist es die letzte Entscheidung? Ich hoffe, es ist die letzte Entscheidung. Es ist nicht die letzte Entscheidung, oder? Nein, es ist nicht die letzte Entscheidung. Es gab später noch, mit wem gehst du nach Hause oder so. Kotori, Asa oder AGH. Ja. Time to choose not the fail ending. Yeah. Isn't it Kotori's? Die Frage ist irgendwie so ein bisschen lächerlich. Also, einfach das... Ja, als ob das niemand erinnert. Kotori lifted her head as I said that. Yeah, it is. Ah. Das ist immer so ein komischer Moment, wenn du so in Dingern, keine Ahnung, spielen oder auch so manche Bücher machen sowas ja auch, wenn auch sehr wenige. Wenn du Entscheidungen treffen kannst und je nachdem, wie du andere Entscheidungen triffst, ändert sich quasi die Realität. Es ist nicht so, dass du andere Dinge siehst, wenn du dich anders entscheidest, sondern auch tatsächlich der Hintergrund von Dingen verändert sich. Es gibt auch so Bücher, wo man, keine Ahnung, du landest auf einer einsamen Insel oder so, oder du landest auf einer Insel, jetzt kannst du erstmal entscheiden, so, hey, gehst du den linken oder den rechten Pfad, continue on page, so und so. Und da hast du, gerade bei denen ist das auch häufig so, wenn du den linken Pfad lang gehst, dann triffst du vielleicht auf einen, keine Ahnung, auf komische einheimische Stammeskrieger, die dich kannibalisieren wollen oder so. Wenn du den rechten Pfad lang gehst, dann kommt auf einmal eine Alien-Invasion stattdessen oder so. Ja, anyway, solche Momente finde ich immer... Ja. Okay. Well then, I'd better quickly have a bath and go to bed then. Ich bin allerdings gespannt, wie Kotoris Turn, was mit Kotoris Route zu tun haben wird. If the morning glory does occur, we'd have to fly right away. That's where we left the glider on the runway and just covered it with a sheet.
Even if it doesn't occur, we can still start the test flights early in the morning. It's a little rough, but it doesn't look like it's going to rain anytime soon, so I have no excuses. There's no way we can let this 1 in a million chance pass us by. Kann er jetzt einfach nicht schlafen und joint ihr oder was? I can't sleep. I closed my eyes and rolled over in bed, but the sleepiness wasn't coming back. I got up and opened the curtains. The sky was still dark. I could see the flickering stars. I went outside. In the middle of the garden, Kotori was staring up at the sky. How is it? Oh, Ikun. It doesn't look like anything's going to happen. I see. I also took a look at the sky. All I could see were the glittering stars. There was no sign of the clouds we were looking for. It was quiet. So quiet that I could almost hear the sound of the stars flickering. But there's no sound in space. Do you think it will happen? Well, I don't know. If it happened, this would be the best summer holiday ever. Yeah. But even if it doesn't happen, it's already the best summer holiday ever for me. Summer holidays are always fun, but I enjoyed it so much this year that I think it's the best I've had to date. Ich habe tatsächlich wenig konkrete Erinnerungen an Sommerferien. Also heute denke ich mir so jetzt zu Uni-Zeiten so, ja, das ist basically so eine Pause zwischen 2 Semestern, nachdem Klausurenphase durch ist. Zeit, richtig nice Dinge zu machen, Projekte umzusetzen, whatever man immer mal machen wollte, wenn man mal viel Zeit hätte. Ich weiß, sowas habe ich nicht gemacht damals. Ich habe wahrscheinlich einfach den ganzen Tag Videospiele gespielt oder so, schätze ich, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Me too. I hadn't felt like this for a long time. I'm sad to think that summer holiday will be over. Is there anybody who doesn't feel like that? Wobei ich nicht mehr so... Ich weiß, zur Schulzeit doch, ich hatte immer... Gegen Ende der Sommerferien dann hatte ich echt Probleme, quasi wieder in den Unterricht reinzukommen. Oder in den Schulalltag, whatever. Oder auch einfach null Bock gehabt, also noch weniger als sonst halt. Das habe ich tatsächlich so... Jetzt in der Uni... Gefühl nicht mehr. Vielleicht auch, weil da die meisten Vorlesungen so ein bisschen sanfter starten. Es starten nicht alle Vorlesungen gleichzeitig. Viele haben in der ersten Woche noch keine Übung oder so, sondern nur Vorlesungen. Da ist das ein bisschen entspannter. Und man hat ja auch jedes Mal sehr andere Module. So dass jedes Semester auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, spannend erstmal ist. I guess. Is there anybody who doesn't feel like that? Kotori shook her head. Ever since I injured my legs, for me the end of summer holidays meant only the start of a new school term. The school that I hated so much was starting again. That's why I didn't want it to end. That was the only reason. But now it's different. I enjoyed the summer holidays so much. I don't want it to end because it was fun. Summer will come again. As long as we are alive, dozens of times more. But this year's summer will end eventually. Ich finde diese Vorstellung irgendwie interessant. Das Gefühl zu haben, einfach, dass das jetzt so eine einzigartige Zeit ist. Das Gefühl zu haben, wenn dieser Zeitraum vorbei ist, es wird nie wieder so sein. Das habe ich in Real Life, glaube ich, aber nie gehabt. Also solche Momente gab es, wo man das denken könnte, aber ich glaube, ich habe mir sowas einfach nie bewusst gemacht. Oder nicht wirklich drüber nachgedacht. Glaube ich. Keine Ahnung. Was dafür vielleicht...
Ja, natürlich kann man sagen, dass die ganze Schulzeit sowas war. Ist jetzt auch nicht mehr dasselbe, auch wenn ich da denke, was wir früher zusammen gemacht haben. Wir treffen uns nicht mehr so bei Tilma und schauen irgendwie Klassiker, Filme oder sowas. Bisschen schade, das war auch eine gute Zeit. Vor allem werden wir kaum jemals wieder alle komplett zusammenkommen. Oder vielleicht schon, aber es wird einfach immer seltener werden. Und dabei ist erst die Hälfte von uns aus Hamburg weggezogen. Die andere Hälfte ist ja noch da. Ungefähr Hälfte. Ja. Naja. Having too much fun can be kind of bad, right? I think I'm gonna be burned out by the start of the second term. Kotori giggled at my remark. You know, I came to think of Iska as my own friend. Okay. Friend? Kotori nodded, looking quite embarrassed. Iska wrote in her flight log, "At some point I won't be here anymore. Remember?" Yeah, I remember. She wrote a similar thing a few times. When I read that, it reminded me of myself. I felt the same way, that someday I will leave this place myself. Disabled Kotori, who didn't really fit into the class, was seriously thinking about quitting school around the time I came to the dormitory. Kotori, who constantly felt that she would have to leave, was strongly affected by reading Iska's flight log. So you mimicked her by making that list? She added her own points to the things I want to do list that was written by Iska-san. Yeah. At that time I didn't even have a single friend, so when I read Iska's flight log I thought of her as my friend. This distracted me from my loneliness. Now that I think about it, was pretty stupid. That's not true. You're here now because of those feelings. Yeah. That's why Amane-chan is a different story, but I also wanted to fulfill Iska's dream. As her friend. I see. Yeah. I also feel like Iska-san was my friend. Okay, that came out of nowhere. She was Amane-senpai's best friend and left the glider behind for us. Ich meine, die ist so wenig gefühlt bisher aufgekommen und hatte generell so wenig Relevanz eigentlich in der Story, habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber Also von Kotori sagt, okay, sie hatte dieses Tagebuch, aber naja. Now I know that she was also like a friend to Kotori and used to comfort her in her loneliness. To Amane-senpai, Kotori and I, she is an important friend. That's why I also owe a lot to Iska-san. Hehehe, I just confessed something embarrassing. Why are you so happy? I wonder. I just felt like talking with you, Ai-kun. Because we're best friends? Haha, friend zone! I said it jokingly, but Kotori cast her eyes down. Oof. Well, maybe. It bothers me a little that she was that embarrassed, but I'm happy that she did accept me calling us best friends. But the fact that I'm still here having such an amazing summer is all thanks to you, Ai-kun. Thank you. Ah, yeah. As I answered meekly, in my mind I replied, that's my line. Wait, would. Not seeing that, to be honest. If it weren't for Kotori, I don't think I would have ever come across the glider. Weiß ich gar nicht mehr, wie war das? And even if I would have, it certainly wouldn't have been that much fun. It's dawning. The eastern sky was getting faintly brighter. Shall we get breakfast ready? Okay. Everyone will be getting up soon, and another busy day will begin. So, das war's auch schon mit den Entscheidungen bis hierhin. Es gibt zwar noch eine vierte Entscheidung, aber bei der sind wir schon im originalen Fail-Durchlauf mit Kotori gegangen. Deshalb hier einfach ein Link zu der Folge, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Bis zum nächsten Mal.